Ich möchte auf diesem Weg mal kurz meine App vorstellen, Mumli. Die App soll eigentlich alle meine Apps, die ich hier so rumliegen habe, zu einer vereinen. Also das heißt meine Einkaufsliste, was muss ich einkaufen, die Rezepte, den Planer, was koche ich zum Beispiel nächste Woche und der interagiert natürlich wieder mit der Einkaufsliste, den Kalorienzähler und später dann auch noch die Trainingspläne, die dann maßgeschneidert dann für den User eingetragen werden. Aber ich möchte erstmal beginnen mit der Einkaufsliste oder fangen wir erstmal an mit den Einstellungen. Hier kann ich auch auswählen beim Öffnen der App, ob eher der Kalorienzähler oder die Einkaufsliste angezeigt werden soll. Später auch dann das Trainingstagebuch. Und das Ganze ist so ein bisschen multilingual und dadurch, dass ChatGPT wie gesagt im Hintergrund arbeitet, haben wir die Möglichkeit, dass wir auch so ein paar Spaßsprachen wie Österreichisch oder sowas reinmachen. Oder ein Deutsch mit Jugendslang. Im Endeffekt könnten wir jede Sprache machen, die wir wollen. Wir können die Daten komplett exportieren und auch wieder importieren. So hat man so auch so ein bisschen über die Übersicht, was wird gespeichert. Und wie gesagt, das Ganze ist ohne Werbung und eigentlich ein privates Projekt, um einfach die Möglichkeiten auch auszuloten, die man so hat mit den neuen Möglichkeiten mit den Large Language Models. Fahren wir mal kurz mit der Einkaufsliste fort. Eine wichtige Funktion ist so die Liste teilen. Ich kann ihn mit meinem Partner teilen, dass wir dann zusammen einkaufen gehen können oder ich auch was aufschreiben kann und der andere sieht es dann. Das funktioniert dann mit einem Einladungscode. Wir haben, was auch wichtig ist, so ein bisschen die Sortierung im Supermarkt, weil zum Beispiel kann es sein, Gemüse ist bei mir eher auf Position 4. Dann speicherst du die Items später auch dementsprechend ab. Wir können die Zutaten entfernen, das wird später bei den Rezepten interessant, das zeige ich dann gleich. Wir können die Einkaufsliste einmal komplett leeren oder auch eine komplette neue Einkaufsliste erstellen. Das Besondere daran, ich kann nicht nur eingeben eine Banane, sondern wie gesagt im Hintergrund läuft ChatGPT. Wir können zum Beispiel auch sagen Zutaten für eine Gemüselasagne, wenn wir die mal schnell brauchen. Und dabei ist es völlig egal, ob da Tippfehler drin sind oder nicht. Die Abfrage dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Aber wir haben hier jetzt alle Sachen für eine Gemüselasagne drin und können die ganze auch abhaken, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und angenommen, ich bin jetzt im Supermarkt und sage, Zucchini gibt es gerade nicht, dann kann ich hier auch natürlich eine Alternative finden, wie zum Beispiel Gurke, Aubergine, Paprika und in welchem Regal die noch wären. Soweit die Einkaufsliste. Ich würde die einfach nochmal hier leeren. Ich komme erstmal zu dem Planer. Beim Planer muss man am Anfang beim ersten Mal sich einen Filter reinmachen. Und zwar zum Beispiel, wenn man 2-Personen-Haushalt ist, 2 eingeben und das sagen wir kaufen immer Rezepte für die nächsten 3 Tage. Und hier haben wir Spezialwünsche. Wir können sagen, ich mache viel Sport und esse vegetarisch zum Beispiel. Ich speichere das Ganze, gehe hier mit der Einleitung weiter. Und die Einleitung ist wirklich so, dass wir die einmalig machen. So, und jetzt werden Rezepte anhand von meinen Bedürfnissen ausgesucht, dass wir viel Sport machen und vegetarisch uns ernähren. Das dauert am Anfang ein bisschen länger, weil es wird dann wirklich spezifisch für den einzelnen Nutzer nachgeschaut. Und auch dieses Bewertungsverhalten spielt dann eine große Rolle später. So, jetzt müssen wir 3 Rezepte auswählen. Wir können hier rüber swipen und auch weiterschauen. Und die Rezepte hier sind auch alle vegetarisch und ziemlich pastalastig gerade. Aber hier können wir noch die mexikanische Süßkartoffelfiesta nehmen. Und jetzt haben wir diese 3 Rezepte ausgesucht. Und alle Zutaten werden automatisch in meine Einkaufsliste übertragen. Die sind dann hier auch markiert mit diesem orangenen Symbol. Und wir können uns auch das Rezept dazu anzeigen lassen. Genau. Jetzt könnten wir das Ganze hier alles einkaufen. Wenn wir hier Sachen wie das Olivenöl schon haben. Natürlich abhaken. Und unter meinen Rezepten stehen dann auch die Rezepte drin, die wir hier gerade gewotet haben. Da habe ich dann auch extra drauf geschaut, dass es so einfach wie möglich ist. Von der Zubereitung her zum Beispiel, was brauche ich? Und für jeden Schritt natürlich dann auch immer noch mal überlegt,
welche Zutaten brauche ich für diesen Schritt, damit ich die bereitlegen kann. Viele weitere Informationen wie Nährwerte, Zubereitungszeit und so werden ebenfalls gespeichert. Die Nährwerte sind dann mit dem Kalorienzähler sehr wichtig. Die Informationen sind eher so für Auswahlkriterien wichtig. Wir können das Rezept zum Beispiel auch zum Favoriten hinzufügen. Dann haben wir es zum Beispiel dauerhaft permanent drin in unseren Favoriten. Hier wäre nur das wirklich was gerade auf unserer Einkaufsliste, für was wir eingekauft haben, drin. Durch einen Swipe können wir natürlich auch ein Rezept entfernen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen noch ein Rezept hinzufügen aus den Favoriten, können wir das dann ganz einfach hier oben machen. Zutaten zur Liste. Ich wähle Portion aus, 4 Portionen. Bestätige das Ganze und habe wieder die Zutaten zur Einkaufsliste hinzugefügt. Und automatisch ist das dann auch wieder bei Rezepte auf der Einkaufsliste mit drin. Zudem haben wir die Möglichkeit, wir können eigene Rezepte erstellen. Die eigenen Rezepte funktionieren auch wieder mit ChatGPT. Entweder können wir ein Foto machen und was schreiben oder wir schreiben einfach nur etwas rein. Das Foto wäre zum Beispiel praktisch, wenn wir, sagen wir mal, unseren Kühlschrank fotografieren und uns dann dazu schreiben, mach mir daraus bitte ein Gericht. Die Rezeptgenerierung dauert gerade aktuell noch ein bisschen länger. Wird aber noch so abgeändert, dass sie im Hintergrund läuft. Aber wir können da wirklich coole Sachen mitmachen. Ich könnte zum Beispiel sagen, auch was, eine Falafel, Lasagne vegetarisch mit Käse. Also da kann man wirklich so alles Mögliche machen und es wird im Hintergrund dann geschaut, wie das dann am besten zusammenkommt. Wie gesagt, ChatGPT läuft im Hintergrund und das Schöne an der App, sie skaliert sich eigentlich selber. Also sie wird immer besser, weil die Modelle auch besser werden. So, das Rezept ist jetzt fertig, dazu werden keine Bilder generiert. Was ganz cool ist, man kann zum Beispiel auch sagen, wenn man einen Grillabend macht und ja, man sagt jetzt, ich bin Vegetarier, mache mir irgendwas, was ich gut auf den Grill werfen kann, vielleicht mit Pilzen und so. Oder auch ein Kuchenrezept. Also da kann man wirklich dann alles Mögliche machen. Und man sieht hier, der Aufbau und so ist alles dasselbe. Und die Nährwerte werden dann auch wieder dementsprechend angezeigt. Also, wir haben die Einkaufsliste, wir haben die Rezepte, wir haben den Planer, mit dem wir unseren Wocheneinkauf planen können. Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich auch einen Kalorienzähler. Der Kalorienzähler funktioniert ähnlich wie so ein bisschen die Einkaufsliste, also vom Aufbau her. Was hier halt so ist, man gibt erst seine Körperdaten ein zum Beispiel. Ich mache das Ganze mal. Und wie lange man arbeitet. Die Ernährungsweise, was man so als Ziel hat. Ich sage hier mal ausgewogen. Eine Diätstufe, Gewicht halten, starkes Abnehmen, Abnehmen, Zunehmen. So zum Beispiel hier 10% zunehmen. Klicken auf Speichern und haben jetzt die Körperdaten gespeichert. Wenn wir die Körperdaten gespeichert haben, geben wir uns ans Kalorienziel und können auch die Kalorien berechnen lassen, die wir für unser Ziel brauchen oder manuell eingeben. Das ist dann jedem selbst überlassen. Und wir können das Kalorienziel speichern und jetzt haben wir hier auch die Skala und die ganzen Makronährstoffe, die uns dann angezeigt werden. Man kann das Ganze für die Vergangenheit machen oder, das war gerade ein Fehler von mir, man kann auch in die Zukunft gehen und so ein bisschen vorausplanen. Zum Beispiel morgen werde ich hier ein Brot essen, wo ich einen Favoriten drin habe, drücke ich einmal drauf und das Ganze wird hinzugefügt. Wir haben hier Spracheingabe, wir haben hier auch eine Bildeingabe, wir können also ein Bild schießen von irgendetwas und noch einen optionalen Kommentar dazu machen. Ansonsten ist das Tracking eigentlich relativ simpel aufgebaut, so wie die ganze App an sich auch. Zum Beispiel kann ich sagen, ein Teller Wurstsalat, man weiß ja nicht so wirklich, wie so ein Wurstsalat in einem Teller ist, aber die Large Language Models können das ganz gut so ein bisschen einschätzen. Hier werden so 150 Gramm Wurst drin, Essig, Gurken, Zwiebeln, Essig. Man kann aber auch jeden Eintrag hier natürlich auch anpassen. Wenn ich sage, okay, es war eher so 100 Gramm Wurst bei mir. Oder ich kann auch direkt die Kalorien verändern.
Ist dann jedem selbst überlassen. Man kann Sachen hinzufügen zu Favoriten, kann sie dann wieder einfach einfügen, indem man dann draufklickt. Und wir haben hier noch eine Option, die nennt sich täglich. Es wird täglich automatisch dieser Apfel hinzugefügt. Also morgen, wenn der morgige Tag ist, sehen wir dann Apfel drin, automatisch eingefügt, weil man ja doch so immer wiederkehrende Sachen hat. Die Anzeige hier ist rot. Warum? Weil wir noch gar nicht so bei unserem Kalorienziel sind. Wie gesagt, ich könnte hier noch ein Bild machen, aber ich tue es mal sagen, noch hier ein Döner und eine Cola von mir aus. Gucken, ob wir dann so ungefähr in das Ziel reinkommen, damit ich mal zeigen kann, wie der Balken sich da verändert. Ja, wir haben hier ziemlich viel. Dann machen wir noch einen zweiten Döner rein. Oder bearbeiten den Döner und machen den einfach mal auf 1100 Kalorien, was natürlich nicht stimmt. Aber man sieht hier, der Balken wird jetzt grün, weil wir in diesen Nährstoffbereich reingehen wollen. Und wir sehen auch direkt, wir haben zu viel Fett zu uns genommen. Schöne ist, man kann jetzt so hier in seine Vergangenheit rumblättern, wenn Daten da wären, und würde sich so die Woche durchklicken können und schauen können, ja, wo habe ich mich denn befunden. Aber, wie gesagt, mit ChatGPT zusammengearbeitet. Wir könnten hier auch direkt eine Aktivität tracken und sagen, ich war 20 Minuten Fahrrad fahren, und da wird dann auch wieder so meine Körperdaten zur Hilfe genommen und dann schätze so 200 Kalorien haben wir verbrannt in 20 Minuten. Wir könnten aber auch sagen, 20 Minuten Fahrrad fahren, aber anspruchsvoll auf Tempo von mir aus. 20 Minuten Fahrrad fahren auf Tempo anspruchsvoll. Gut, dann hat er hier jetzt die 320 Kalorien verbrannt. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, unsere Rezepte zu tracken. Das heißt, das sind die Rezepte, die wir jetzt in unserer Favoritenliste haben, die wir ausgewählt haben, also eigentlich alle. Wir sagen, wir haben hier eine Portion von gegessen. Da wir da genau recht gut wissen, wie die Portionsgrößen sind und wie es aufgebaut ist, sind die recht genau. Zudem wird angezeigt, was schlecht eine Ernährung wäre, was so mittel und was eine gute Ernährung wäre. Und zu guter Letzt können wir hier noch natürlich auch Fragen stellen. Die Fragen werden dann immer so 14 Tage in der Vergangenheit berücksichtigt, und dann können wir sagen, was könnte ich besser machen bei meiner Ernährung. Und dann wird er die 14 letzten Tage anschauen. Jetzt haben wir hier nicht viele Einträge oder gar keine drin. Aber er hat hier schon mal so ein bisschen zusammengefasst, was wir, ja, mehr Protein und gesündere Lebensmittel, sagt er hier gerade. Gut, wir haben jetzt hier auch den ganzen Döner und Wurst und Cola drin. Und ja, das ist eigentlich der Grundgedanke von Murmeli. Was hier noch, wie gesagt, dazu kommt, sind die Trainingspläne. Die werden dann auch individuell auf den User erstellt. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, hey, ich will zweimal die Woche trainieren, bereite mich gerade auf meinen Fahrradmarathon vor und nehme ab und möchte deshalb meine Muskulatur weiter aufbauen, vor allem in den Beinen. Und ich möchte so 30 Minuten trainieren, und dann wird daraufhin ein Trainingsplan erstellt, den wir aber auch noch verändern können. Und man kann das Ganze dann loggen. Also man kann dann wirklich diesen Trainingsplan auswählen und sagen, den möchte ich jetzt 8 Wochen machen. Sieht dann den Dienstag und den Donnerstag, wo die Trainingseinheiten sind, und kann dann auch angeben, mit welchem Gewicht man trainiert hat, wie lange man die Übung gemacht hat. Es ist dann mit Satzpausen, also wie viel Pause zwischen den Sätzen muss ich machen und wie viel Pause zwischen der Übung an sich zur nächsten Übung. Das ist dann sehr individuell, wie gesagt, mit der GPT im Hintergrund, beziehungsweise von den, also Large Language Model. Es ist ein bisschen modular aufgebaut, das heißt, man kann auch andere Models immer auswählen. Und man ist immer so auf dem Stand der Dinge. Das heißt, wenn die Models besser werden, wird die App wieder besser. Ich habe das Ganze auch heute mit den Bildern mal getestet. Zum Beispiel, ich habe Bratkartoffeln fotografiert und habe mir so wirklich die Zutaten aufgelistet von Bratkartoffeln samt dem Öl. Ja, und das ist so der Grundgedanke dieser App. Alles in eins, alles um Ernährung und Einkaufen und das Leben leichter machen.